Willkommen bei Abenteuer Madeira! Heute, wie angesprochen im letzten Video, wo wir euch die Promenade do Lido gezeigt haben, der Food Vlog startet. Jawohl, heute sind wir unterwegs, zeigen euch verschiedene Restaurants. Heute gehen wir Frühstück essen und wo wir genau hingehen, das zeigen wir euch jetzt. Kommt mit! Jetzt sind wir angekommen in unserem Restaurant, Frühstücksrestaurant. Food Art Corner. Und ja, hier gibt es wirklich die besten Frühstücks, direkt da im Zentrum. Und ja, es ist wirklich so künstlerisch angehaucht. Wir gehen nachher mal rum in die Galerie, zeigen euch mal ein bisschen die Galerie auf. Ja, jetzt wollen wir uns erstmal unser Frühstück bestellen und mal schauen, ob wir satt werden. Aber das sieht gut aus. Ich habe schon ein paar Eindrücke gesammelt hier kurz mal. Leute, der erste Blick ist gut aus. Sehr schönes Ambiente, schöne Atmosphäre. Eine Braten, einen Wunschbraten. Schauen wir mal, wie schmeckt. Ja. Freunde, delicious. So gut, ja? Ich habe mich für einen schönen Bolo de Caco mit Lachs entschieden. Da ist eine feine Gurke drauf. Schmeckt ein bisschen so griechisch, wie so ein Tzatziki oder so ein feiner Joghurt. Die Gurke dazu und dann so ein Salmon-Lachs. Das schmeckt ja wirklich sehr, sehr gut. Jetzt beim zweiten Mal habe ich noch diese rauchige Note vom Fisch noch mit dabei im Mund. Das Brot ist sehr knusprig, also dieser Bolo de Caco sehr knusprig, auf den Punkt genau. Das ist ein sehr guter Start in dem Tag auf jeden Fall. Alles richtig gemacht. Wollen wir euch tauschen? Ja. Wenn man jetzt durch das Restaurant durchgeht, wo wir jetzt gerade Frühstück gegessen haben, ja, im Hintergrund sieht man es, dann hat man anschließend gleich so eine wunderschöne Galerie von den Künstlern, deswegen heißt ja das auch Art, ne? Art Kaffee. Wirklich schön. Kann man sich so kleine Mitbringsel mitnehmen. Sag mal, für jede Preisklasse ist was dabei. Ja, wenn man so eine kleine Kachel mitbringt hier für seinen Liebsten zu Hause, ist doch was ganz Schönes. Oder hier was für den Kühlschrank.
Kleine Magnete, alles handgemacht aus der Region. Spektakulär. Ah, hier sieht man mal die kleinen Schlittenfahrer hier von Monte, wo sie mal sich runterfahren. Ist auch eins von den Highlights von der Insel. 4 Touristen mitmachen. Kleider, Postkarten, kleine Schalen. Wirklich wunderschön. So ist der Überblick, dass man mal sieht. Wenn man sich überlegt, was mitzubringen für die Liebsten von zu Hause und nicht so ein, sag ich mal, Standard vom Souvenirshop, dann kann man hier ganz gemütlich hergehen und sich so, ja, Kunst kaufen, sag ich mal, von der Insel für die Liebsten zu Hause. Wirklich, da muss ich mal sagen, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ist auch sehr gut besucht da. Ne, da wenn man da essen gehen will, sage ich mal, rechtzeitig kommen, weil hier ist wirklich sehr gut besucht. Thank you. Have a good day. Vamos lá olhar? Ja, jetzt war gerade die Chefin nochmal da von der Galerie, hab ja mit ihr ein paar Wörter ausgetauscht, wirklich sehr, sehr nett. Und eben, so wie ich es eigentlich schon gerade gesagt habe, der Plan ist es eben, dass die Leute unten einen schönen Kaffee nehmen können, was essen können. Wirklich, das ist aus der Region, frisch. Man merkt, das ist wirklich mit Liebe gemacht da. Alle Leute sprechen da auch perfekt Englisch, ist auch auf den Touristen zugeschnitten. Top, top, top gemacht. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir uns für 3 Postkarten entschieden. Einmal diese, einmal diese und einmal diese. Die kann man sich dann mitnehmen. Die kostet 1 €. Kann man da spenden und dafür so eine schöne Postkarte mitnehmen. Und wir haben uns jetzt die Idee gemacht, wer die gewinnen will, wir verlosen die Postkarten. Schreibt unten in die Kommentare rein, warum ihr diese Postkarte wollt. Und dann werde ich euch kontaktieren, am besten über Facebook, Abenteuer Madeira findet ihr uns. Da könnt ihr euch mit uns connecten. Dann schreibt ihr mir eine private Nachricht und wegen der Adresse. Und dann schreibe ich euch hier hinten eure Adresse drauf, einen kleinen Text von uns und schicke euch diese Postkarte von Madeira. Freunde, jetzt sind wir zurück. Jetzt wollen wir ein bisschen Mittagessen gehen, haben uns dann ein wirklich schönes Restaurant ausgesucht, mit Michelin-Stern ausgezeichnet. Da freuen wir uns schon lange drauf. Gehen jetzt richtig schön essen, ich habe auch ein bisschen Hunger. Wie heißt das Restaurant? Willst du es verraten? Die Restaurant heißt Casa da Penha.
So, jetzt nehmen wir euch mit. Viel Spaß! Da sieht man die gute Stube, wirklich sieht sehr schön aus. Wir gehen oben auf den Garten. Und da sieht man die Auszeichnung, Michelin-Stern. Casa da Penha. Gehen wir mal rein. Bam! Ja, jetzt sind wir an unseren Tisch gebracht worden. Den hatten wir im Vorfeld reserviert, weil da ist immer sehr hohe Anfragen. Aber da wir jetzt am Mittagstisch sind, sage ich mal, ist der eine oder andere Tisch noch frei. Aber am Abend würde ich immer vorschlagen zu reservieren. Es ist ein sehr schönes Restaurant. Ich zeige euch nachher mal die Aussicht, die wir vom Restaurant haben. Das ist wirklich unglaublich. Der Service ist top auf dem Punkt. Also wirklich sehr freundlich, fragen sofort, was braucht ihr, was wollt ihr, wir helfen sofort. Also bis jetzt der erste Eindruck ist einfach nur spitzenmäßig, muss ich sagen. Wir haben uns jetzt mal den Fisch Spada mit Banane bestellt. Das ist ein typisches portugiesisches Gericht dann auf Insel Madeira. Und ja, das schmeckt immer wieder gut und ich bin mal gespannt, wie der hier in dem Restaurant schmeckt. Was hast du bestellt, Amor? Habe ich eine Fischau bestellt, typisch von Portugal auf Madeira, heißt Bodião. Den haben wir auch schon mal gemacht. Aber ich habe den auf dem Grill gemacht. Bin mal gespannt, wie die den jetzt zubereiten. Ne? Ja, da ich glaube im Restaurant, die Leute machen frittiert. Schauen wir. Wir schauen mal. Was hast denn du ausgewählt, mein Schatz? Ich habe noch Spaghetti Bolognese ausgewählt. Ah ja, bist du auch gespannt? Ja. Na, dann schauen wir mal, ne, mein Engel? Der Fisch, diese Banane zusammen, das ist einfach so eine perfekte Kombination. Wahnsinn lecker. Ich habe viele gewartet, aber es schmeckt so gut. Schmeckt wie bei Mama. Ah ja? Ja. Zur Rechnung haben wir noch einen kleinen Madeira-Wein bekommen. Das ist so typisch, ne, der ist so ein bisschen süßlich, aber auch ein bisschen härter, sag ich mal. Das ist ja schon gehobene Küche, aber hat sehr gut geschmeckt, hat uns sehr gut gefallen da. Der Service war spitzenmäßig und das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Ne? Das ist mir wichtig. Das ist das Wichtigste. Das ist der Service, das Personal von ja, so eine kleine extra Geschenke, das macht es einfach. Dann Leute, Prost, dann gehen wir zum nächsten Spot. Wir sehen uns da. Prost!
angekommen da im Golden Gate. Die Eindrücke haben wir euch ja eben gerade in kleinen Shortcut schon gezeigt. Ist wirklich wunderschön da. Das Restaurant, also oder Bäckerei oder Konditorei gibt es schon seit 1841. Überlegt mal Leute, so lange. Ist genau gegenüber von der Banco do Portugal. Und jetzt wollen wir mal testen. Pastel de Nata, typische Spezialität da auf jeden Fall in Portugal. Gibt es auch schon langsam in Deutschland überall. Ich beiß mal rein. So lecker, noch warm innen drinne. Der Blätterteig, schön knusprig. Wow, auf den Punkt. So muss es schmecken. Ein authentisches Dessert aus Madeira, aus Portugal. Und Probieren wir mal. spitzenmäßig. Spitzenmäßig. Sehr lecker. Schmeckt wirklich gut, muss ich sagen. Darf ich auch mal probieren, mein Schatz? Mein Sohn lässt mir auch mal kurz seinen Schokoladenkuchen probieren. Wir haben kurz gefragt, das ist immer so, auch wie beim Mittagstisch oder Abendtisch, was ist der Kuchen des Tages? Und heute ist der Schokoladenkuchen. Den hat uns der Kleine ausgewählt. Und jetzt probiere ich mal. Boah, so eine Schokonote. Der schmeckt spitzenmäßig, wirklich auch Top-Niveau hier in diesem Restaurant, in dieser Konditorei. Top-Niveau. So, jetzt isst meine Frau mal ein Stück Kuchen. Die isst normalerweise überhaupt kein süßes Fan. Die isst nur salziges. Mal gucken, was sie dazu sagt. Von Golden Gate muss probieren, natürlich. Na klar. Was sagst du? Mega lecker. Wie ist der Geschmack? Schokoladig und cremig eigentlich, ne? So wie Trüffel, so wie... Ein bisschen so Trüffelgeschmack, ne? Da hast du schmeckt richtig. Sehr gut. Ist ein bisschen so auch so Herrenschokolade, ein bisschen dunklere Schokolade. Lecker, lecker. Jetzt haben wir uns den Wanz wieder vollgeschlagen mit leckeren Süßspeisen im Golden Gate, was man hinter uns noch sieht. Von mir gibt es zwar 5 Sterne, weil das war wirklich der Service wieder top, sehr freundliches Personal. Speisen waren auf den Punkt genau. Man hat es gemerkt, das wurde hausgemacht, war noch warm, war schön knusprig, so wie das eigentlich eine Pastel de Nata sein soll. Und der Schokoladenkuchen, einfach schokoladig. Meine Seite war auch sehr gut. Der Dessert war total im Punkt, total, der Geschmack war ehrlich, sehr gut. Jetzt sind wir wie versprochen beim Armbrot, aber leider nicht das Restaurant, was wir euch letzte Woche Samstag gezeigt hatten. Das, ja, weil durch das Wetter, was jetzt da ist, regnet ein bisschen, müssen wir leider reingehen. Aber wir haben eine richtig geile Alternative ausgesucht. O Lagar. O Lagar Restaurant. Aber in Câmara dos Lobos, genau. Und jetzt nehmen wir euch mit rein. Schauen wir mal. Hoffentlich gibt es Leckeres zu essen, weil wir sind richtig hungrig alle. Also wir sind da wie geplant, nicht wie geplant, aber wir sind auch in einem Spezialort, glaube ich. Ja, das ist wirklich ein ganz spezielles Restaurant. Auch in der Tourismusbranche sehr gut, sehr hoch gelobt. Nicht lange reden, wir gehen rein. Madeira-Stil, hä? Original Madeirense. Original, ja. Oh, da ist so ein Korb. Guckt euch mal das an hier. So eine schöne Dekoration. Und jetzt guckt euch mal dieses Restaurant an. Mit Weintrauben über dem Dach. Wow. Jetzt versteht ihr, was ich meine, ne? Ja, da haben wir uns schon hier am Tisch gesetzt hier. Jetzt suchen wir uns das Essen aus. Service schon mal sehr zuvorkommt. Sofort am Tisch da.
hat uns die Stühle oder den Po gestellt, sag ich mal. Schon mal auf jeden Fall sehr schön. Auch Karte, wie man sieht, in Deutsch. Spektakulär. Hier gibt es auch manchmal so Shows. Heute ist, glaube ich, keine angesagt. Vielleicht am Abend, wo dann hier so Tänze aufgeführt werden und so weiter. Vielleicht finde ich was und verlinke das mal. Schaue ich mal. Ja, aber sonst sind wir begeistert. Meine Frau geht mal mit der Kamera nachher rum und zeigt euch mal einen kleinen Einblick. Den seht ihr jetzt. Ja, wie ihr gesehen habt, wirklich eine schöne Anlage da. Und in der Zwischenzeit, wo meine Frau gefilmt hat, kam der Kellner, hat ein paar Bierchen gebracht hier und habe ich mich kurz mit dem unterhalten. Und der hat mir gesagt, ab um 7, halb 8 füllt sich das langsam. Wochenende ist hier fast alles ausgebucht und mal reserviert, also besser reservieren. Wir haben es jetzt 18 Uhr. Wir sind mit die Ersten da im Restaurant, aber wir hatten auch schon so einen Hunger, ne? Da haben wir gesagt, ey komm, wir fahren schon hin. Und wegen Kinder, wir kommen immer mehr früh. Das auch noch, ja, wegen unserem Kleinen, ne? Der kann ja nicht erst spät schlafen jedes Mal, ne? So, und mit dem Wein hat er uns gerade erzählt, jetzt morgen zum Beispiel kommen hier mehrere Leute, die schon reserviert haben und die machen wie so eine Art Kurs. Die werden die ganzen Weintrauben zerstampfen, damit Füße und daraus Wein machen. Und er wird hier degustiert, bisschen getrunken da, bisschen getrunken hier, schön Fleisch dazu gegessen. Ja, das ist eigentlich so wie eine Art Event-Restaurant. Ne? Ja. Obwohl hier die Qualität spitzenmäßig ist, das muss man auch sagen. Aber das ist jetzt nicht so, wo man seine Ruhe hat. Man hört hier oben im Kinderparadies, hier sind Kinder am Spielen. So, das ist ein Event-Restaurant. Aber einzigartig da, würde ich sagen. Ne? Und so große habe dahinter, Riesig, alles riesig. kontrolliert, ist mega große. Oh, atenta mais uma vez. Tenta. Luca. Das ist eben das Coole, unser Kleiner hat hier schon wieder gleich einen Kollegen gefunden, aber der ist halt ein bisschen jünger und der hat gerade gemerkt, ich habe ihn nicht zu fangen. Reklamiert. Also er hat reklamiert, ich sage, lass ihn da Oma dich fangen, ne? Ja, jetzt warten wir auf das Essen und gucken mal, wie es aussieht, dann präsentieren wir es euch. Genau. Prost, mir mal, langsam enorm. Was auch noch ein guter Vorteil ist, wie ihr gerade gesehen habt, ja auf dem Kinderspielplatz oben. Das heißt, wenn man mit der Familie kommt da oder wenn man eine Familie ist, man kann die Kinder oben spielen schicken. Man kann mit dem Lift hochfahren oder mit der Treppe. Und man hat hier so einen Fernseher überall, wo der Spielplatz übertragen wird für die Eltern, dass man sieht, ist alles in Ordnung oben, Kinder sind zufrieden oder halt nicht, dann muss man mal schnell hochgehen. Aber das finde ich cool. Also das ist, ne? Geil Kann gemacht. alles Pioniere machen. Spionier.
Alles wird auch spioniert hier. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht, sag ich mal, wenn man mal hier unten mal einhebt oder auch mit den Freunden redet oder mit seinen Bekannten redet oder wie auch immer. Da wollen die Kinder nicht mehr dabei sitzen, ne? und die Gespräche zulauschen, ne? Sag ich mal. Ja. Das ist mir cool, wenn die oben spielen können, unter sich sein können, ja, Fang spielen, rutschen und so weiter. Ja, und dann können wir das eben noch live übertragen sehen, wie ein Fußballspiel auf dem Fernsehen. Oh, das sieht doch wirklich gut aus. Mal eine Nahaufnahme hier. Das ist so ein sogenannter Hühnchenspieß, würde ich mal sagen. Das ist ein Filetspieß. Wirklich schön. Und dazu eine selbstgemachte Chili-Soße, Ketchup, Mayo, schöne Salate, Knoblauch hier mit Salat, mit Kräuter dazu. Wow, wirklich sehr schön. Hä? Alle gut aus. Jawohl. Probieren wir jetzt. Und jetzt geht's los. Hauen wir rein. Ja. Mahlzeit. Mahlzeit. Wollen wir mal. Sonst klettert der und rennt. Ist ein Haps. Wie schmeckt? Gut. Sehr gut, ne? Wir kommen mit einem kleinen Espresso geholt. Da in Portugal sagt man Bica. Und du? Das heißt eine Poncha, original, Eine Poncha. Ja. mit Orange und Limette. Genau. Und Rum, ne? Und Rum. Oh. Und Honig. Oh, der wird knallen, ne? Jetzt haben wir den wunderschönen Foodblog beendet. Mit der letzten Speise eben. Da haben wir noch den schönen Maracuja-Pudding gegessen. Der war sehr lecker, muss ich sagen. Und ja, sagen wir mal so, die schöne Food-Reise ist leider zu Ende. Wir waren überall. Schönes Frühstück. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schönes Mittag. Auch deliziös. Schöne Brote, schöne Cocktail. Ja, wirklich. Was will man mehr? Ja. Was will man einfach mehr? Spielt alles. Eben, es gibt einfach nichts mehr zu ergänzen. Einen schönen leckeren Kaffee noch dazu. Ja, und auf der Art und Weise wollen wir uns für dieses Video heute verabschieden. Ja? Genau. Wir danken euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gerne freuen wir uns wieder über ein Like und ein Abo. Was für ein schöner Tag. Was für eine schöne Woche. Ne? Was für ein schönes Event. Diese ganzen Essen. Das hat so viel Spaß gemacht. Also das müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Schreibt doch gerne in die Kommentare rein, welches Restaurant sollen wir mal besuchen. Wir sind mehr als zufrieden mit unserer Auswahl und ich glaube, ihr auch. Wenn ihr das gesehen habt, was wir gesehen haben, so, wenn wir es so rüberbringen konnten, dann könnt ihr nur mehr als zufrieden sein. Also, ne? Das geht gar nicht mehr zu steigern, oder? Geht das noch zu steigern? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also Freunde, ich danke euch. Willst du noch was sagen, Herr Mohr? Der Ambiente der Leute war wunderschön, alles sehr schön. Und euch, wenn euch hat ein Tipp oder einen Kommentar oder eine Frage, lasst Ihre Frage da und nicht vergessen. Oder auf Facebook, ne, wir sind dabei Abenteuer Madeira unter Facebook oder Instagram. Instagram Auch Abenteuer Madeira Facebook. Da bin ich immer meistens der, der antwortet. Bei Instagram ist meine Frau, die antwortet. Aber da sind wir auch immer vertreten. Kontaktiere wir Und? sind immer parat. Kontaktiere uns, wir sind immer parat. Genau. Ja, mein Sohn, willst du noch was sagen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Damit ist alles gesagt, Leute. Ich wünsche euch, oder wir wünschen euch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif. Bis am Mittwoch, da geht es wieder weiter im Garten. Oder wer eher das Freizeitprogramm guckt, bis am nächsten Samstag. Ja, euer Rico. Eure Diane. Und euer Jaden. Ciao.